Laut Kants Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs ist eine Handlung nur dann moralisch richtig, wenn die dahinterstehende Maxime als allgemeines Gesetz gewollt werden kann. Aber was ist überhaupt eine Maxime? Der Begriff der Maxime spielt in Kants Ethik eine zentrale Rolle, da sich verschiedene Formeln des kategorischen Imperativs auf die Maximen möglicher Handlungen beziehen. Lediglich in der Zweck-an-sich-Formel nimmt Kant keinen expliziten Bezug auf Maximen. Maximen spielen bei Kant eine so wichtige Rolle, dass seine Ethik auch als Maximenethik bezeichnet wird. Sowohl in der Universalisierungs- als auch in der Naturgesetzformel geht es um die Verallgemeinerbarkeit von Maximen. Beide Formeln bieten ein Verfahren an, mit dem die Moralität von Maximen ermittelt werden kann. Den Begriff Maximen benutzt Kant hauptsächlich in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und der Kritik der praktischen Vernunft. Kant definiert Maximen als subjektive praktische Grundsätze, als frei gewählte Handlungsgrundsätze. Maximen sind also Handlungsregeln, nach denen das Subjekt handelt oder handeln will. Maximen drücken aus, wonach ein einzelner Mensch sein Handeln grundsätzlich ausrichtet. Eine Handlung ist frei, weil die dahinterstehende Maxime frei gewählt wurde, und weil der Mensch seine Maximen frei wählen kann, ist er verantwortlich für sein Handeln. Die Maxime einer Handlung entscheidet über den moralischen Wert der Handlung. Maximen können als allgemeine Grundsätze auf unterschiedliche Einzelfälle angewendet werden. Ein einzelner Mensch kann beispielsweise die Maxime haben, immer dann zu lügen, wenn er sich dadurch aus einer unangenehmen Situation befreien kann. Die Maxime bedeutet dann im Einzelfall, dass dieser Mensch seine Freundin anlügt, die ihn fragt, ob er Zeit hat, sie zum Geburtstag ihrer Großmutter zu begleiten. Er lügt den Lehrer an und behauptet, er hätte die Hausaufgaben gemacht, aber zu Hause liegen lassen. Und er lügt seine Mutter an und sagt, er hätte eine Magen-Darm-Grippe und keinen Kater. Maximen sind allgemeine Grundsätze oder Handlungsregeln, die ein Mensch nur dann aufstellt, wenn sie Situationen betreffen, die ihm wichtig erscheinen. Für die Entscheidung, ob ich morgens ein blaues oder ein rotes T-Shirt anziehe, brauche ich im Normalfall keine Maxime. Kant schreibt in der Metaphysik der Sitten, ob ich mich mit Fleisch oder Fisch ernähre, wenn mir beides bekommt, ist ethisch gleichgültig. Ein überzeugter Pesketarier, Vegetarier oder Veganer würde hier zwar widersprechen, aber für Kant war diese Frage moralisch nicht relevant. Maximen sind immer subjektiv, das heißt, sie gelten nur für den einzelnen Menschen, der sie formuliert. Sie beziehen sich auf den Handelnden und stehen daher häufig in der ersten Person Singular. Da jeder Mensch verschieden ist, kann sich jeder Einzelne mit Kants Worten den Bedingungen des Subjekts gemäß unterschiedliche Maximen machen. Kants Ansicht nach hat nur derjenige Mensch einen Charakter, dessen unterschiedliche Maximen miteinander harmonieren. Dadurch, dass der Mensch sein Handeln an selbst gewählten Maximen ausrichtet, verwirklicht er seine Freiheit. Er macht sein Handeln unabhängig von der Natur in sich und außer sich, handelt also unabhängig von inneren Neigungen und äußeren Vorgaben. Demzufolge ist er verantwortlich für sein Handeln. Der kategorische Imperativ überprüft Maximen, nach denen das einzelne Subjekt handeln will, auf ihre Moralität hin. Der kategorische Imperativ ist also ein Verfahren, mit dem ermittelt werden kann, ob die eigenen Maximen moralisch erlaubt sind oder nicht. Moralisch richtig sind nur solche Maximen, die der Überprüfung durch den kategorischen Imperativ standhalten, also als allgemeines Gesetz gewollt werden können. Während es sehr viele unterschiedliche Maximen gibt, existiert nur ein Grundgesetz der Moralität, der kategorische Imperativ. Dieser lautet in seiner Universalisierungsformel: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Jeder Einzelne kann also mit Hilfe des kategorischen Imperativs überprüfen, ob seine subjektiven Handlungsgrundsätze, seine Maximen, moralisch richtig sind oder nicht. Kann man wollen, dass die Maxime allgemeines Gesetz wird, also immer überall und für alle gilt, dann ist sie moralisch gut. Kann man dies nicht wollen, dann ist sie moralisch schlecht. Ob eine Handlung moralisch gut oder schlecht ist, hängt von der Maxime des Handelnden ab, nicht von der Handlung selbst. Nur Handlungen aus Pflicht, also Handlungen, die aus reiner Achtung für das moralische Gesetz, den kategorischen Imperativ erfolgen, sind moralisch gut. Und da nicht immer von der äußeren Handlung auf die Maxime oder Gesinnung des Handelnden geschlossen werden kann, lässt sich der moralische Wert einer Handlung nie mit Sicherheit bestimmen.
Ob jemand die Wahrheit sagt, weil er sich davon einen Vorteil erhofft, oder weil er ein schlechter Lügner ist, oder weil er die Maxime, stets die Wahrheit zu sagen, mit dem kategorischen Imperativ auf ihre Universalisierbarkeit hin überprüft und für moralisch gut befunden hat, lässt sich von außen nicht beurteilen. Kant selbst nennt nur wenige Beispiele für Maximen, die jedoch alle in der Prüfung durch den kategorischen Imperativ scheitern. Eine Maxime, die Kant mit Hilfe des kategorischen Imperativs auf ihre Moralität hin testet, ist die eines lügenhaften Versprechens. Wenn ich in Geldnot bin, so will ich Geld borgen und versprechen, es zurückzuzahlen, obwohl ich weiß, dass dies niemals geschehen wird. Diese Maxime lässt sich als allgemeines Gesetz weder wollen noch denken. Versprechen würden mit einem solchen Gesetz jeden Sinn verlieren. Keiner würde mehr glauben, das geliehene Geld zurückzubekommen, und demzufolge würde auch keiner mehr anderen Geld verleihen. Die Maxime würde sich als allgemeines Gesetz selbst zerstören. Weitere Beispiele für Maximen und genauere Erklärungen zur Prüfung von Maximen durch den kategorischen Imperativ findest du im Video Kant kompakt, der kategorische Imperativ Universalisierungsformel. Positive Beispiele für Maximen finden wir in Kants Biografie. Kant hatte beispielsweise die Maxime, keinem Bettler Geld zu geben, aber die städtische Armenkasse mit Spenden zu unterstützen. Maximen sind hinter einer einzelnen Handlung stehende subjektive Grundsätze oder Handlungsregeln, welche durch den kategorischen Imperativ auf ihre Moralität hin überprüft werden können. Nur wenn die Maxime dieser Prüfung standhält, ist sie moralisch gut. Mit dem Quizlet-Lernset Kant Anwendung des kategorischen Imperativs kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!